James Rodríguez ist ein Volltreffer für den FC Bayern München. Der 26 Jahre alte Kolumbianer, auf Leihbasis von Real Madrid letzten Sommer zum FC Bayern gekommen, ist Leistungsträger und Publikumsliebling. Aufgewachsen in Ibaqué im Departamento Tolima in Zentralkolumbien. Dort beginnt James Rodríguez als Schüler des Colegio Tolimense des Erzbistums Ibaqué mit dem Fußballspielen. Vielleicht erwirbt er sich dort seine technischen Grundvoraussetzungen für später. Also, was ich noch genau weiß, ist, dass James Rodríguez von klein auf anders war als die anderen. Das haben auch sofort Leute gemerkt, die keine Fußballexperten waren. Das konnte jeder sehen. Er hat auf dem Platz geglänzt. Die Geschichte von James Rodríguez beinhaltet keine Straßenkinderromantik wie die eines Jungen, der aus einfachsten Verhältnissen kam, sondern ist ein Aufstieg, der gar nicht anders hätte laufen können. So wird seiner Mutter Maria de Pilar Rubio der Satz über ihren Sohn nachgesagt: James wollte nie Fußballer werden, aber er war ein Fußballer an dem Tag, an dem er geboren wurde. Herausragend war von Beginn an seine Technik. Da war er allen anderen überlegen. Diese Ballbehandlung. Und auch mental hat er alle anderen übertroffen. Er war innerlich immer einen Schritt weiter. Derzeit ist es schwierig, solche Spieler zu finden. Für sein Alter war er viel, viel weiter als die anderen Spieler. Er konnte auf dem Platz denken. Er war der Spieler, den sich jeder in seiner Mannschaft wünscht. Muy lejos de los demás niños, porque él sabía pensar en la cancha. Wir begleiten den Street-Art-Künstler Stinkfish aus Bogotá, Kolumbien, auf den Sportplatz von Tolima. Dort spielte James in seiner Jugend. Im Rahmen einer Aktion in Verbindung mit dem Launch des neuen FC Bayern-Trikots besprüht der Graffiti-Künstler eine Wand nach dem Motto FC Bayern unites through creativity. Es ist spannend, das Kunststück beim Entstehen zu sehen. Der Farbenkünstler mit einer Hommage für den Ballkünstler an dessen erster Wirkungsstätte. Er war schon immer ein Spieler, der 6, 7 Gegner hintereinander ausspielen konnte. Und das gleich mehrmals in einer Partie. Und er war immer ein sehr temperamentvoller Spieler. Das steht auf jeden Fall fest. Und auch wenn er damals einer der Kleinsten war, so hat er sich geärgert und war zornig, konnte einfach nicht verlieren. Und das sind schon die Dinge, die ihn von uns anderen unterschieden haben. Außerhalb des Platzes war er schüchtern, aber auf dem Feld eine Führungspersönlichkeit. Er hat seinen Siegeswillen auf die anderen Spieler, auf die gesamte Gruppe übertragen. Und wenn jemand frustriert war, dann hat er ihn wieder aufgerichtet. Die beiden können stolz darauf sein, Weggefährten eines der größten Fußballstars von heute zu sein. James durchlief zu Hause alle Jugendmannschaften, trug immer die Rückennummer 10, ging mit knapp 15 nach Medellin, um Profi zu werden. Via CA Bernfield, Argentinien, geht es nach Europa. Ich sag mal einen Satz. James war für mich ein Rohdiamant, ein Superstar-Azubi, ein Lehrling, der jetzt ausgelernt hat. Und ein Superstar ist. Ein sehr torgefährlicher. Es gibt einige Superstars, aber nur wenige sind so torgefährlich. Vor allem auf der 10. Und James ist auch noch ein Spieler, der vom Mentalen her sehr viel bewegen kann. Ich bin überzeugt davon, das ist sein Erfolgsgeheimnis. Er ist mental unglaublich stark und deshalb schafft er es auch, sein größtes Potenzial abzurufen. Diese Fähigkeit, gepaart mit seiner exzellenten Technik und Ballbehandlung, dazu die Präzision, das Gefühl und der Torinstinkt. James Rodríguez ist ein Gesamtkunstwerk. Und hier schließt sich der Kreis mit seinem kolumbianischen Street-Art-Landsmann Stinkfish. Seine Kunst soll für jedermann erlebbar sein, genauso wie die von James Rodríguez. Ein Idol für die Jugend von Tolima. Ein kolumbianischer Volksheld, ein Weltstar. Und gleich in seinem ersten Jahr deutscher Meister mit dem FC Bayern München.